Guten Morgen! Ja Leute, heute ist Travel Day. Wir sind startklar, endlich. Die Rucksäcke sind zu und heute heißt es das erste Mal mit den Rucksäcken zum Flughafen, denn es geht heute nach Bukarest. Unser Flieger geht in 2,5 Stunden. Wir fahren eine halbe Stunde jetzt gleich los und und hoffen, dass alles gut geht am Airport. Und dann sehen wir uns um 9 Uhr in Bukarest. Made it to Bukarest, Leute. Wir sind heile und gesund angekommen und kümmern uns jetzt um einen Uber, denn wir müssen jetzt zum Bahnhof. Wir sitzen jetzt wieder in einem Zug. Man hört dich doch gar nicht. Natürlich. Nein. Wir haben mal wieder nicht reserviert, aber trotzdem bis jetzt einen Platz gekriegt. Mit dem Zug fahren wir jetzt von Bukarest nach Konstanza. Dann gehen wir einmal ins Hostel und dann werden wir zum Beach gehen. Ja? Genau, und alle gucken uns gerade an. Ja, und sie verstehen kein Wort. Wir sind jetzt im Hostel angekommen, nachdem wir ja mit dem Zug von Bukarest nach Konstanza gefahren sind. Und dann sind wir mit dem Uber zum Hostel, ging auch alles relativ schnell. Und so sieht es hier aus. Das ist so der erste Eindruck. Wild auf jeden Fall. Sehr wild, aber auch irgendwie cool. Also ich mag das. Herzlich willkommen in unserem Hostelzimmer. Das ist die Roomtour. Also ganz hier in der Mitte steht halt das Bett, ne? Da steht halt das Bett. Und da ist ein Schrank und ein Spiegel. Eine kleine Minibar. Eine Minibar. Hier kannst du sogar Kaffee dir kochen oder was auch immer. Hey, das ist mehr Luxus, als was wir bis jetzt hatten. 2 Nachtschränke und Fernseher. Ja, und eine Klimaanlage, die ein bisschen kaputt aussieht, aber ja. Und draußen gibt es noch eine Dusche. Genau, und hier ist so, also ich finde es richtig süß, diese Wandbemalung. Und da auch nochmal. Das Bett ist einfach gemalt, Leute. Ne? Das ist gemalt, das ist gar nicht echt. Wir schlafen eigentlich in der Luft. Wir schweben eigentlich. Ist alles gemalt hier. Ja, das ist so unser Auf Zimmer. jeden Fall ganz wildes Hostel. Ganz crazy verschiedene Leute. Ich glaube, es wird witzig. Freunde, wir haben uns schnell umgezogen und sind jetzt an den Strand gefahren. Beziehungsweise wir suchen noch nach der richtigen Beachbar. Genau, wir gehen jetzt zu Crazy Beach. Auf Empfehlung von unserem Travel-Freund, den wir heute kennengelernt haben. Wir haben es geschafft. Wir sind am Schwarzen Meer. Hier ist alles voll mit Muscheln. Lost! Das Geheimnis des Schwarzen Meeres. Du musst mit den Wellen eins sein. Du musst mit den Wellen eins werden. Guck! Geil! Das nenne ich den wilden Wellengang, Leute. Dein Fazit zum Beach, bitte. Ja, also wir waren jetzt nicht lange hier und heute auch das erste Mal, aber ja, der erste Eindruck zählt ja bekanntlich. Ja, es ist schön, der Wellengang ist sehr, sehr cool, aber es sind halt super viele Muscheln, dadurch kannst du halt sehr, sehr schwierig reinkommen. Kann man das so sagen? Ja, und du hast auch keinen schönen Strand zum Liegen, finde ich. Also, klar, hier sind überall Liegen und so, aber es kostet halt Geld dann.
Ja, es ist halt wie im Ausland überall. Hier sind dann halt immer so verschiedene Anbieter praktisch, verschiedene Bars und dann kannst du halt deine Liegen reservieren. Du kannst auch im Sand liegen, aber der Sand ist halt nicht fein, so. Ist halt steinig und du kannst ja mal die Kamera umdrehen, wie es aussieht, wenn die Bars enden. Also das ist hier zum Beispiel eine Beachbar. Und so sieht es halt dahinter aus. Und dann kommt ganz lange gar nichts. Und da hinten die Hotels irgendwann. Genau, also mir fehlt so ein bisschen ja, so ein Weg zum Spazierengehen. So eine Promenade. Ja, vielleicht haben wir es noch nicht gefunden. Vielleicht müssen wir irgendwie Richtung Hafen. Ja. Vielleicht findet sich da was. We will see. Wir sitzen jetzt im Citybus. Hier wird fleißig der Reiseführer studiert, wo ungefähr 100 Kirchen nur draufstehen. Ne? Ja. Wir wollen jetzt zu einem etwas belebteren Ort fahren, wo wir auch was essen können, was trinken können. Schauen wir mal, wo uns dieser Bus hier hinführt. So genau wissen wir es nämlich nicht. Auf jeden Fall versteht man nicht, warum dieser Mann die ganze Zeit steht. Hier ist alles frei. Was das? Ich weiß es nicht. Wem macht es auch so nervös, wenn Leute neben einen stehen und sich nicht hinsetzen? Ja, definitiv. Definitiv nein. Leute, hier ist einfach eine Gondel. Wir haben bis jetzt noch nicht herausgefunden, wo die hinfährt, aber da wir ja jetzt seit 1,5 Stunden diese City-Tour machen, weil wir es verplant haben auszusteigen, vielleicht sehen wir noch, wo die Gondel endet. Und das ist so wirklich überhaupt, na, man kann es echt nicht glauben, das darf man echt eigentlich gar keinen erzählen, dass wir hier einfach im Bus sitzen und die Tour einfach in allen Tageszeiten durchfahren. Wir ziehen die Tour durch. Wir haben schließlich dafür bezahlt. 12 Lei für uns beide. 6 Lei pro Person, 1,10 €. So, Freunde, ihr ahnt es nicht. Wir sitzen jetzt hier auch in einem Lokal, wo wir eigentlich heute Nachmittag schon waren. Also es war direkt daneben und wir haben es einfach nicht registriert. Und jetzt haben wir uns hier hingesetzt. Schon natürlich, wie es auch immer ist in Rumänien, 2 Limonaden bestellt. Denn in Rumänien gibt es die besten Limonaden. Und ja, jetzt warten wir noch auf unser Essen. Dann essen wir hier in Ruhe, lassen den Abend hier schon ausklingen. Und dann nehmen wir den Citybus nach Hause. Denn jetzt kennen wir uns ja hier in der Stadt aus und wissen ja, wie die Busse hier fahren. Also Leute, macht einfach eine 3-stündige Bustour und ihr kennt die ganze Stadt. Gar kein Problem. Ich hab Hunger. Muss ich dazu noch was sagen? Endlich essen. Good morning aus Constanza. Ja Leute, wir sind jetzt auch schon wieder auf dem Weg. Und zwar geht es für uns heute dann mal zu Fuß in die City. Gestern haben wir ja eine super lange Tour mit dem Bus gemacht und waren ja hauptsächlich am Strand und haben dann abends was gegessen. Und heute erkunden wir mal ein bisschen die Stadt Constanza zu Fuß und schauen mal, was wir so entdecken können. Auf jeden Fall ist es wieder sehr hot, deswegen haben wir auch beide unsere Wasserflasche. Zeig mal deine. Also wir können das nur empfehlen, so eine Thermos-Wasserflasche mit euch zu nehmen auf Reisen, weil da bleibt es wirklich kalt und es ist einfach, ja, perfekt dafür. Auf dem Weg ins Zentrum haben wir jetzt hier diesen Park entdeckt. Das ist Parcul Arheologic, was so viel bedeutet wie Archäologiepark. Wer hätte es gedacht? Genau, also man kann hier eigentlich ganz gut durchlaufen. Hier sind super viele Bänke, wo man verweilen kann. Und zwischendurch sind dann hier Ausstellungsstücke von früher platziert, wo man auch Randinfos hat, was das genau ist und aus welchem Jahrhundert dieses Ausstellungsstück stammt. Und ja, ansonsten ist es eigentlich ein ganz normaler Park und ja.
Das ist noch eine fette Statue, eine von ganz vielen Statuen in Rumänien, wie Jelin ja schon erkannt hat. Und ansonsten sind wir jetzt erstmal weiter unterwegs. Leute, das ist das Archäologiemuseum, passend zum archäologischen Park. Da. Toll. Das ist mal wieder eine super Statue. Direkt vom Archäologischen Museum. Wir sind jetzt im Hafen. Hier steht ein richtig schönes Riesenrad. Da hast du so einen richtigen Panoramaausblick über das Meer. Wir gehen jetzt einmal durch den Hafen durch und gucken mal, was wir da so alles entdecken. So, jetzt gönnen wir uns erstmal eine kleine Abkühlung. Was hast du da? Pfefferminz und Cherry Mania. Lecker. Ich habe Wassermelone und Macadamia und das alles bei diesem Ausblick. So Freunde, nach einem kurzen Trip in die Stadt haben wir uns jetzt dazu entschlossen, einen Zug früher zu nehmen und haben jetzt unsere Sachen wieder bei uns und fahren jetzt zum Bahnhof und nehmen dann gleich den Zug nach Bukarest. Wir wollten euch mal kurz erzählen, wie wir dann Konstanza empfunden haben, ob wir es empfehlen können oder nicht. Ja, erzähl mal los. Also, es ist eine süße Stadt am Schwarzen Meer. Das Meer war auch sehr schön. Also es war, glaube ich, mein Highlight. Das fand ich am besten. Und in der Innenstadt, im Zentrum, ist es teilweise auch ganz süß mit den Restaurants und so. Und der Hafen natürlich, der kleine. Und der große Frachthafen. Ja, also es hat uns jetzt nicht so gecatcht, dass wir sagen, wir müssen auf jeden Fall nochmal hierher kommen. Ja, einfach weil irgendwie hat uns hier nur der Strand gecatcht. Und selbst der könnte auch noch besser sein, wie wir gestern schon gesagt haben. Aber ja, Tagestrip auf jeden Fall. Wenn ihr in Bukarest seid, mit dem Zug 2,5 Stunden hierher, Tagestrip, hier den Tag über verbringen und dann abends wieder nach Hause, das kann man auf jeden Fall machen. Ja. Genau, und jetzt geht das Abenteuer weiter.